Hallihallo, Dungeon Frog hier und es ist Zeit für eine Duell der Schatten. Denn wir haben das Brettspiel Suzeränität rund um den Aufbau von Zivilisationen, bei dem du dir eine Nation aussuchst und losziehst, um andere Kulturen zu kolonialisieren und auszubeuten. Eine Anmerkung auf der Schachtel weist darauf hin, dass das Spiel nur eine vollkommen neue Genozidfunktion beinhaltet. Wow, das klingt echt mittelmäßig. In your hands, you hold a brand new copy of the game, Suzerainty. It's snugly wrapped in a skin of plastic. The cover features a charming illustration depicting a mass of grinning laborers loading goods onto a ship, while a richly dressed administrator oversees their work. Der Anfang könnte der Anfang von meiner Homebrew-Welt sein. Gefällt mir. The exact location and time period are left deliberately vague, but it's clearly meant to represent the economic relationship between the Revacholian suzerainty and its many vassals. So Leute, was machen wir zuerst? Erst schütteln oder erst die Plastikhülle entfernen? Ich glaube, ich bin eher so der Schüttler. The box has a nice heft to it. You hear the rattle of individual wooden tokens and feel their weight shifting back and forth. What treasures wait in store for you? Even before you open it, you can tell that this will be a meaty game of grand strategy and complex player interactions. Machen wir die Hülle auf. The plastic wrap rips off as easily as a bodice in a tawdry historical romance. Tja, all unsere Wert des Sammlergegenstandes verloren. Aber wir wollen ja damit auch spielen. There's a hiss as the lid slides off. Inside, you find a thick, full-color rulebook and more than a dozen pouches of various wooden components. Ich habe ja gehört, manche Leute mögen bei Brettspielen gar nicht, dass die Regelwerke unendlich dick sind. Ich mag das schon. Savor that new board game smell. A mix of wood, paper and ink, all wrapped in the sweet must of cardboard. Erstmal untersuchen wir die verschiedenen Komponenten, bevor wir uns reinlesen. You open up a number of pouches containing wooden tokens. There are also several punch boards with other cardboard components that will need to be punched out before you can play. Okay, wir schauen uns aber erstmal die Marken an. In addition to the worker and building tokens used by each player, there are also several piles of colorful resource tokens, each representing one of the game's 4 principal resources. From the Empire of Safre, orange apricot tokens. From Ilmarat, the ancestral name of Ilmara, grey marble block tokens. From the Seminine Islands, white sacks of sugar tokens. And from Supramuindi and Sarah Maritza, magenta tokens for unprocessed cocaine leaves. Alles, was man braucht: Stein, Essen und Drogen. Oh, those are nice. Sagt der Leutnant und bewundert die Zuckermarke, die ihr aufgehoben habt. Fangen wir an zu stanzen. Each cardboard token makes a satisfying tsk as you pop it out. Soon, a neat pile of cardboard coins and counters has accumulated before you. What? You're not going to offer to let me punch any of them out? Oh, wir hatten nicht die Option, ich hätte dir gerne eine gegeben. You hold the open game box before you. Okay, lesen wir das Regelbuch. Welcome to Suzerainty, a game of economic strategy for the whole family. The rulebook is sumptuously illustrated and thick as a Gradian novel. Wirtschaftsstrategie eher räuberische Plünderung und Ausbeutung, das stimmt. Aber es ist ein Spiel. The instructions are opaque at first and introduce many concepts you're not familiar with. Fortunately, there are many diagrams and examples throughout. You soon figure out the basic conceit. Each player represents an administrator for the suzerain of Revachol. Your objective is to increase the suzerain's wealth and renown by accumulating victory points. Und wie sammelt man die? That's where the suzerain's vassals come in. The game features 4 vassal nations, each one home to an economically important resource. Each turn, the player collects resources from vassals where they've placed workers. They may then rearrange their workers, fulfill contracts for coin and bonuses, or build structures back in Revachol. Ich bin mal gespannt, wie genau wir das gleich spielen werden. As you leaf through the pages, your eye catches on a sidebar labeled Advice for Beginners.
Du liest den Ratschlag, du ignorierst den Ratschlag, du willst nur wissen, wie der Gewinner ermittelt wird. Ne, wir lesen den Ratschlag. Remember, there are many paths to victory in suzerainty, but successful players will find one strategy and commit to it wholeheartedly. Wie wird der Gewinner ermittelt? The actual scoring system appears infinitely complex, with a series of tables and appendices required to compute each player's final victory point total. You skip that part for now. Okay, Kim, spielen wir. The lieutenant Zeit looks für ein over the Duell. rulebook before he sees something that makes his eyes go wide. Holy shit. The average playing time for this game is 1 to 6 hours. Gut, dass wir ein bisschen Zeit totschlagen wollten. I'm not sure we can afford to set aside that kind of time for a game. Nein! Nein! Verdammt, ich wollte das so sehr spielen. Suggestion, nicht schon wieder, unser Erzfeind. Ich habe mich so gefreut, ich kann ein paar Stunden totschlagen, wir müssen bis 22 Uhr durchhalten. Ah, scheiße, wir versuchen's. What? Does the lieutenant hate fun? Is he the fun police? Wer hat sie denn zur Spaßpolizei ernannt? The lieutenant gives you a sour look. He may or may not hate fun, but either way, he does not appreciate your attitude. Hartnäckig. Können wir nochmal machen? Have you tried goading him? Sie kneifen nur, weil sie genau wissen, dass ich ihnen den Arsch versohlen werde. In your dreams, maybe. I've thrashed my share of trash talkers before. Now come on, let's put childish things aside. Ich guck mal kurz, ob wir ein bisschen Suggestionsgier haben. Das will ich schaffen. Ich glaube aber, unsere Ausrüstung für Suggestion ist relativ dünn gesät. Na, kommt irgendwas? Bestimmt habe ich es schon übersehen. Nee, ne? Oh. Das letzte Item ist das Richtige. Sehen wir uns die andere Jacke an. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir uns ein bisschen umziehen. So. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Achso, ich kann im Inventar bleiben. Mal sehen, wo jetzt Kim noch widerstehen kann. 58%. You give it a light shake and feel the pieces. What is detective work if not an elaborate game? You need logical inference, attention to detail, the ability to analyze your opponent's motives. Das Duell der Schatten kann beginnen. Kommen Sie schon, das könnte uns helfen, kreativere Lösungen für den Fall zu finden. I do feel like my thinking has become somewhat rigid. Maybe a little diversion to keep the mind limber is just what's in order. See? He's doing the hard work himself. All he needed was a little nudge. Oder 2. Oder 3. Alright, you've convinced me. How do we play? Ich habe die Regeln schon gelesen, ich bringe es Ihnen bei. You explain the basic setup procedures to the lieutenant, who seems to be a quick study. You each take your bag of tokens and counters and unfold the board between you. In the center is the crown of Revachon. Radiating outward are her colorful vessels, each one supplying some raw material desired by the suzerain. Apricots from Safre, archaeological treasures from Ilmarat, sugars from the Seminine Islands, and magenta cocaine from Supra Muindi and Sarah Maritza. Entweder gerne die Aprikosen oder die archäologischen Schätze. There's also a neat little log to keep track of your progress, in case you need to put the game away and return to it later. The lieutenant goes first. He draws a contract card and moves several of his workers to the Safre territory of the board, and the others to the Seminine Islands. Okay, wohin baut er? Aprikosen will er haben. Und den Rest tut er in die Drogen? Oh, interessant. Alright, detective, your turn. You have a few options available to you. Will you try to fulfill contracts right away, or rearrange your workers to maximize production on future turns? Remember what the rulebook said. You'll want to choose a strategy early on and stay committed to it. Du machst einfach, was Kim gemacht hat. Du lässt deine Arbeiter einfach eine Weile ruhen. Du versuchst, einen Vertrag zu erfüllen. Wir versuchen, Verträge zu erfüllen. You draw a contract card
offering a number of coins in exchange for das wollte archaeological ich haben. treasures. You place all your workers on the Ilmarat territory. On your next turn, you produce 6 units of archaeological treasure and fulfill the contract for a handful of coins. Ja, keine Chance, Kim. Not bad, Detective. But not good enough, the lieutenant seems to be Uh-oh. saying. As he completes his own contract card, the lieutenant is rewarded with 4 coins and a round wooden token that he places in the center of the board. Scheiße, Kim ist gut. That's a market. It's worth 2 victory points. Hey, warum bekomme ich nicht auch so einen? Kim, darf ich meinen ersten Spielzug wiederholen? Ich glaube, ich habe missgebaut. Du blickst fix da rein. Woher kriegen wir so eine Marke? Don't worry, it was mostly just luck. You'll earn some points soon enough. Ich weiß nicht einmal genau, was Punkte überhaupt sind. Das ist das Teil des Points are Problems. nothing. They don't exist. They're just an arbitrary convention that games use to reward or punish players for certain behaviors. Wer hat sich denn so ein Konzept ausgedacht? Bekomme ich jetzt gerade Punkte? Du siehst dich um. There are some paranoid types who believe the moral intern keeps detailed score sheets for everyone in the real bed. But that's obviously nonsense. Natürlich. Otherwise, no. There are no points, just your actions and the consequences of those actions. Das ist beruhigend. That's just the way it is. Der Leutnant scheint nicht viel Wert darauf zu legen, sich näher mit dem Thema zu befassen. Now, I believe it's your turn. Glancing over the board, you see several possible strategies. Pressing more workers into service would increase your economic output and help you to survive a possible conflict with the lieutenant. Or you could ignore your labor supply and focus on fulfilling contracts for points and resources. Auch wenn ich das für eine... Those aren't your only options. Oh. You could also show your workers how much you appreciate them by investing some of that wealth in them. After all, they're the ones God. producing wealth for the suzerain. Ich glaube, ehrlich gesagt, die erste Option wäre die beste fürs Spiel gewesen. Die zweite Option ist das, was uns das Spiel empfohlen hat, bei unserer Strategie zu bleiben. Die dritte Option ist das, was der Kommunismus Well, von uns sure, will. you can do that. It's just not a terribly effective strategy. But then, it's up to you. Aber das ist das Kommunistische. Und wir wissen alle, wie das enden wird. Wir werden großartig verlieren. To the lieutenant's puzzlement, you spend several turns building various improvements to your territorial infrastructure. Soon, your workers have access to clean water, paved roads, and basic hobbies. In return, they produce 1 extra resource per turn. Du verziehst das Gesicht, weil sie nicht härter arbeiten. Du blickst mit elterlichem Wohlwollen auf deine Arbeiter hinab. Too bad investing in your workers just isn't worth many points. Ja, traurig, aber wahr. Take a look at the scoring tables in the back. Der Leutnant wendet sich einen Blick die Anhänge zu, die du vorhin übersprungen You hast. see in Table 8C that investing in territorial infrastructure multiplies your final victory point total by 1, which is to say not at all. Whereas erecting monuments in Revachol gives you a multiplier of 5. Wollen Sie damit sagen, dass die Werte der herrschenden Klasse völlig losgelöst sind von dem Wohlergehen der Menschen, die ihren Reichtum erzeugen? Wollen Sie damit sagen, dass ich meine Arbeiter stattdessen wie Wegwerfware behandeln soll? Wollen Sie damit sagen, dass ich Scheiße gebaut habe? Ich glaube, die erste Antwort ist die wissenschaftlichste. Yes, precisely. Nonsense. Remember what the lieutenant said. If points are arbitrary, who cares about winning? You should reject this. Now it's the lieutenant's turn to respond. He moves aggressively onto the Safre territory. Soon, his workers are producing a steady supply of extremely valuable apricots. Daraus können wir Kaugummis herstellen. For several turns, you struggle to respond to the lieutenant's burgeoning apricot empire. Eventually, you relocate the majority of your workers to Supremawindi and Saramaritsa, where they begin producing a bumper crop of cocaine tokens. You draw a new contract card. According to the text, there's an aristocrat willing to trade a large supply of cocaine for a number of coins and access to a rare bonus. Amplified music worth 7 victory points. Wow! Vielleicht kommen wir noch zurück. Oh yeah, baby. Cocaine and rock music go together like cocaine and rock music. Nice, baby. You know, this isn't unlike the situation the historical Revacholian suzerainty faced in Safre
in the middle of the last century. Erzähl mir mehr darüber. Well, the suzerain was looking for new markets for all the cocaine it was producing, and it settled on Safari. By introducing cocaine into Safari under exclusive contract, the suzerain created an extremely valuable captive market for an extremely addictive product. Was hat das überhaupt mit dem Spiel zu tun? Das ist sehr brillant, das ist heftig. Heftig ist es. If you could somehow get the lieutenant's workers addicted to your cocaine, you could not only make them less productive, you would also force the lieutenant to pay you for your cocaine tokens. Darf ich das Each überhaupt? turn. Yes, you can. It's right there in the rules. You've reached a critical strategic juncture. How do you respond to the lieutenant's aggression? Rock'n'Roll, Baby, du gehst den Vertrag ein. Du gibst den Arbeitern etwas zurück. Tut mir leid, Kim, das wird ihnen nicht gefallen. Du bringst die Arbeiterleutnant mit Kokain in Kontakt. Du greifst den Leutnant an und raubst all seine Ressourcen. Mir ist das langsam langweilig. Scheiße. Wir machen Rock'n'Roll. Oder? Wir geben den Arbeitern was zurück. Das ist unsere Strategie. Wir könnten da bleiben. Oder wir greifen Kim an. Ich glaube, das wäre die effektivste Strategie. Das wäre die coolste Strategie. Aber wir bleiben auf unserem Pfad. Instead of focusing on amassing points, you embark on a quixotic project to win the hearts of your worker tokens. After several turns, you've unlocked advanced hobbies and health insurance. Your workers now produce an extra 2 resources per turn. You do realize the game is called Suzerainty and not Workers' Paradise, right? Ich versuche nur die Menschen, die den Reichtum des Systems tatsächlich erzeugen, gerecht zu behandeln. Ich lehne dieses willkürliche Punktesystem ab, das von den politisch kompromierten Machern dieses Spiel entwickelt wurde. Wir nehmen die erste Option. I don't think the suzerain cares much about the welfare of its workers. Here, watch this. The lieutenant continues his strategy of aggressively producing apricots for export. He fulfills contract after contract, racking up ever more victory points. Ich hoffe, am Ende können wir einfach den Tisch umwerfen und sagen, nein, Revolution! The end game is upon you. What will be your crowning achievement as the suzerain's territorial administrator? You could continue your efforts to win the hearts of your worker tokens by building the rarely attempted public education system Oh, das ist for your schön. territories. Alternatively, you could actually try to win the game by building the extremely valuable victory column in Revachol, or by crushing the lieutenant in a devastating trade war. The choice is yours. Für das allmächtige Rivachol, du entscheidest dich für die Siegessäule. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, du löst einen Handelskrieg aus. Wir machen das öffentliche Bildungssystem. There's a reason very few players ever attempt to build a public education system for their worker tokens. It's extremely expensive and never pays off by design. Your boondoggle nearly bankrupts the suzerain's treasury, and you suffer a significant penalty to your final score. Ouch. Autsch, sagt der Leutnant, zuckt angesichts deines spektakulären Versagens zusammen. Sie haben mir erklärt, dass Punkte willkürlich verteilt werden. Ich habe mich stattdessen dazu entschieden, das Spiel so zu spielen, wie ich es will. Weißt du? The lieutenant opens his mouth, as if to issue a blistering retort, then hesitates. You know, detective, there's something admirable about that. In its own. Now, let's tally up the scores, shall we? Computing the final scores is almost a game unto itself. You each spend an inordinate amount of time making stacks of coins, consulting tables, and struggling with basic addition and multiplication. After double, then triple checking your maths, you have your final score. -5 victory points. You'll be lucky if the suzerain doesn't have your whole family executed for such a pitiful performance. Ich dachte, vielleicht können wir doch irgendwie gewinnen, weil es irgendeinen krassen Modifikator gibt, den das Spiel uns nicht erzählt hat. Und es würde doch ein Wunder geschehen, aber nein. I've got 20 points. Und wirkt aufgrund der Punktdifferenz etwas verlegen. Well, there's always next time. Figuratively, I mean. There's no way we have time to play this game again. Das hat Spaß gemacht. Now, let's clean up and get back to work. You hold the open game box before you. Ja, und das hat uns scheinbar nichts gebracht.
außer viel Spielspaß. Und wie hättet ihr das Spiel gespielt? Habt ihr das Spiel gespielt? Was waren eure Erfahrungen damit? Hat es euch gut gefallen? Ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber für heute Schluss. Und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge weiter. Bis dahin, euer Dungeon Frog. Tschö.